versus günstig. Lohnen sich 10.000 € mehr für den Mercedes GLC? Oder spart man sich das Geld und bekommt mit dem VW Tiguan ein mindestens genauso gutes Auto? Luxus schön und gut, aber für 10.000 € kann ich mir noch einige andere Dinge gönnen und trotzdem habe ich ein super Auto. Aber wie er wirklich abschneiden wird heute, das sehen wir in 4 Kategorien. Einmal im Aussehen, in der Optik, im Fahrgefühl, im Platzangebot und mit den monatlichen Kosten. Starten wir mit der Optik. Ganz nach dem Motto Diamonds are a girl's best friend finde ich den Diamantenkühlergrill der AMG-Line besonders schön. Ziemlich imposant ist der Mercedes-Stern in der Mitte des Kühlergrills. Da hat sich Mercedes gedacht, jeder soll wissen, dass man in einem Benz sitzt. Optisch würde ich dem GLC 5 von 5 Sternen geben. Aber einen Sternabzug gibt es, und zwar für die Auspuffblenden. Die sind nämlich mehr Schein als Sein. Tja, der Tiguan ist eben nicht so ein Blender. Ja, hast du in den Blenden auch wirklich einen Auspuff stecken. Aber wenn du ihn dir mal so von außen anschaust, von der Seite, dann merkst du richtig, wie erwachsen er geworden ist. Man könnte ihn auf der Straße eigentlich fast schon mit seinem großen Bruder, dem Touareg, vergleichen. Weil er sieht so richtig muskulös aus. Du hast hier die sehr harten Kanten, hier auch unten am Schweller. Das gefällt mir mega gut. Genauso wie beim GLC haben wir hier nicht die AMG-Line, sondern die R-Line. Und lässt ihn so richtig böse reinschauen. Und ganz ehrlich, nur von außen kann er vollkommen mit dem GLC mithalten. Besonders gut im Innenraum gefällt mir das Lenkrad. Das sieht nämlich super hochwertig aus und hat auch hier total viele Funktionen. Die Chromelemente stechen auch besonders raus. Die sind auch hier. Das sieht einfach alles sehr edel aus. Weniger gut gefällt mir an der Mittelkonsole, dass sie, glaube ich, sehr empfindlich ist. Man sieht hier jeden Fingerabdruck und ich glaube, ich würde die ganze Zeit mit dem Mikrofasertuch drüber putzen wollen. Allerdings, die Schalensitze, die sind schon sehr cool, weil die sind auch in Teilleder und daher würde ich sagen, bleibe ich bei meinen 4 von 5 Sternen. Wenn wir uns den Tiguan mal von innen anschauen, ja, die Sitze, die können, glaube ich, nicht so ganz mit dem GLC mithalten. Aber sonst, wenn du hier das Cockpit mal anschaust, wo er extrem punktet, ist dieses komplett digitale Display. Boah, das hat nicht mal der GLC, das ist noch analog und das sieht richtig neu aus und richtig cool aus. Ich mache mal hier Zündung an. Und auch hier, wenn du das Tablet siehst, ich glaube, viele mögen dieses aufgesteckte Tablet wie beim GLC nicht so. Oh, okay, wir müssen nachher noch tanken. Aber die mögen es auf jeden Fall nicht so, wie wenn es hier so schön eingebaut ist. Und das finde ich echt gut und das sieht echt gut aus. Viel Leder auch, also du hast hier ein Lederlenkrad, du hast hier viel Leder verkleidet. Es fühlt sich echt gut an und wirklich hochwertig. Also es ist wirklich ein hochwertiges Fahrzeug, was wirklich das größte Highlight ist. Und da stinkt der GLC komplett ab, da kann er gar nicht mehr mithalten. Ich habe hier einfach nicht nur ein Panoramadach, ich habe sogar ein Schiebedach. Wenn du es anschaust, es geht bis nach hinten durch. Und wenn du, hier, guck dir mal an, wie riesig das ist. Ich liebe ja ein Schiebedach und dann noch mit so einem Panoramadach. Das ist wirklich geil. Du bist hier dicht durchflutet, trotzdem blendet sich nicht. Also gegen das Schiebedach kann der GLC auf jeden Fall nicht mithalten. Insgesamt würde ich fast sagen, es ist eine 5 von 5, also 5 von 5 Sterne. Die Software ist vielleicht nicht ganz so schön und vielleicht sieht der GLC noch ein bisschen hochwertiger aus. Ich glaube, man kann sich ganz gut einigen, wenn beide 4 von 5 Sternen bekommen. Ich trete an mit dem Mercedes GLC aus dem Baujahr 2020. Mit seinen 211 PS verbraucht der Benziner rund 7,1 Liter pro 100 Kilometer. Er kostet auf Autohero 46.530 €. Sein Konkurrent ist der VW Tiguan aus dem Jahr 2020. Mit seinen 190 PS verbraucht er kombiniert 6,8 Liter und kostet nur 37.990 €. Wir sind ja jetzt gleich auf, aber ich glaube, beim Fahrverhalten kann ich auf jeden Fall punkten. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Wie viel PS haben wir hier drin? 211 PS. Okay. Also schon noch mal 20 mehr als bei dir. Dann drücken wir drauf auf die Autobahn. Ja. Ja. Na, zieht schon gut. Also vor allem, es drückt einen schon gut rein. Also vor allem, ich kriege ja auch schon sofort die Warnung 100. Ich bin gespannt, wie der Tiguan sich schlägt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr sanftes Beschleunigen oder halt ein sanftes Fahren. Sanftes Fahren, also es ist schon sehr auf Komfort ausgelegt, würde ich sagen. Genauso aber auch auf der Autobahn ist es sehr vergleichbar. Also fährt sich wirklich ganz angenehm. Ich bin überrascht bei beiden, wie laut sie im Innenraum sind. Vielleicht ist es auch normal, aber ich bin es irgendwie leise gewohnt, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt mal Sport machen und auch mal, um auf der Autobahn Gas zu geben, du kannst gut überholen. Also du kannst auch gut mal wegziehen. Ja, wenn du Spaß haben möchtest und dann einfach mal schneller fährst, da
Da Ja, kannst du gut definitiv, auf man der kommt Autobahn gut weg, fahren. ja. So, wir parken jetzt mal ein. Zum Einkaufen, Ja, sozusagen. also wenn wir rückwärts. Da hast du natürlich einen riesen Vorteil, das 360-Grad-Kamera. Die Rückfahrkamera sieht echt gut aus. Also Ja, man sieht genau richtig vom Weitwinkel her und so. Man sieht Ja. genau, wie es aussehen soll. und sogar von oben. Ja, ja. Komplett Top. 360. Das ist schon, das Schon macht er gut. gut. Ja, das stimmt. So, aber wenn es wieder zum Einparken geht, wir haben die gleiche Stelle wie letztes Mal. Also der Mercedes war schon echt geil mit seinem 360-Grad-Kamera. Und wir haben jetzt nochmal im Internet geguckt und wir sind uns nicht so sicher, ob der das überhaupt ausstatten können. Also ich habe jetzt nichts gesehen. Die Deswegen, 360-Grad-Kamera, Ja, meinst du? ja. Ja, das stimmt. Also deswegen wir haben hier eine Rückfahrkamera. Grafik auch nicht so gut wie bei Mercedes. Ähnlich, Ja, auch nicht ähnlich. so gut. Mit den Linien wieder top. Du Ja. hast ja auch rundum deine Sensoren, deine Piepser genau. sozusagen. Du siehst es halt nicht so von oben, das fand ich Ja. schon sehr cool. Aber zum Einparken. Zum Einparken auf jeden Fall. Und Ja. das Auto fühlt sich nicht groß an. Also wenn du, und das ist wahrscheinlich ähnlich im Mercedes, aber du hast so ein großes Auto eigentlich, so ein riesen SUV, aber ich mache mir echt keine Sorgen beim Rumfahren. Ja, Wo ich mir aber Sorgen machen würde, oder mehr Sorgen als bei Mercedes, wenn ich jetzt hier irgendwie knapp an einem Auto raus muss. das stimmt. Das sieht man Ich hab- hier einfach. Da ja. muss man so drüber schauen. Ja, und man hat Sieht auch man nie nicht so so. richtig den Mut. Man muss eigentlich, Ja. meistens muss man mutig sein. Ja. Aber bei Mercedes muss ja nicht mutig sein, weil du hast die Linienpfanne. Ja. Und das ist bei Mercedes ein riesen Pluspunkt. Also das finde ich richtig geil. Also gerade beim Einparken hilft es extrem, vor allem beim so Parkhaus ausparken. Finde Das ich ganz stimmt. schlimm, wenn man es nicht sieht. Wie ist denn eigentlich die Anlage, wenn sie... Oh, perfekt. Ich glaube, ein Rentner hat das Auto zuvor gefahren. Aber ist immer ganz gut, weil dann weiß man, okay, der hat wahrscheinlich auf sein Auto aufgepasst. Ja, Der ist schön langsam stimmt. gefahren. Das ist kein Assi, der davor Vielleicht gefahren ist er auch voll abgegangen zu der Musik, weißt du, mit seinen 211 PS voll Ja. hochgebrettet und die Schlagermucke an. Eins würde mich noch interessieren, ich meine, es ist ein SUV und beide haben ja Allradantrieb. Wäre schon spannend auch zu sehen, wie sie sich auf einem nicht asphaltierten Das Untergrund stimmt. verhalten. Ich glaube, das machen nur noch die wenigsten. Ich glaube, die meisten, die ein SUV kaufen, ist eher so ein Stadtauto, was Vor- gar keinen Sinn macht eigentlich. Ja, vor allem wenn du in der GLC AMG-Line bist, weiß Ja, ich ja. jetzt nicht, ob du so den Schlammweg dann wählst, aber Stimmt, aber wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. können wir ausprobieren. Also laut Google Maps sollte jetzt hier ein Feldweg kommen. Ja. Vielleicht können wir da so ein bisschen Offroad testen. Offroad testen. Ja. Ja, also ich muss sagen, federt gut ab. Aber du fährst auch schon ziemlich mutig hier durch. Also ich glaube, es fühlt Ja, sich ganz sicher es an. fühlt sich nämlich total sicher an. Also ich kann hier auch locker mit 50 durchheizen. Durchheizen. Ich wollte jetzt durchheizen und dann dachte ich mir, naja, mit 50. Stimmt, aber es Aber ist echt noch weich. Echt weich Es ist noch. wirklich weich. Also die Federung ist super. Also Wir können jetzt hier natürlich keinen Extremtest machen, wo wir jetzt irgendwie den Klar. Berg hochfahren und wie bei der G-Klasse sozusagen, Ja. die da ganz genau vergleichen. Aber ich glaube, im Endeffekt macht es ja keiner. Also es soll ja hier so ein bisschen auch wie eine Probefahrt einfach sein. Aber wir testen es einfach für euch und wir machen für euch schon mal die Probefahrt. Und ja, also über den Feldweg kommst du auf jeden Fall. Ganz komfortabel vor allem. Also hier auch über Stock und Stein Ja, quasi. wie ist der Wendekreis? Wenn du hier Der mit Wendekreis einschlägst? ist super. Also wenn man ganz einschlägt, Ja, schon. stimmt. Ausreichend auf jeden Fall. ausreichend. Also vor allem hätte ich gedacht, der wäre schlechter. Also Ja. weil es halt einfach schon sehr groß Großes Auto ist ist. und vor allem auch recht breit. Dachte ich schon, dass man da irgendwie der Wendekreis vielleicht schlechter wäre. Ja. Aber Also sind wir ganz gut für einen sehr durchgekommen. gut verdienenden Jäger ist das Auto auf jeden Fall auch was. Genau. Oder einen stylebewussten Jäger. stylebewusster Und vor allem, ich finde, es ist auch ruhig drinnen Ja, immer noch. ja. Also es ist jetzt nicht, als würdest du über den Schotter Und du musst fahren. halt gar keine Sorgen machen, weil du weißt, der ist halt echt hoch. Also Ja. das ist jetzt nicht ein SUV, der halt trotzdem irgendwie tief ist, wo du unten auf dem Schweller, wo Ja. halt unten vorne aufpassen musst, sondern du weißt, okay, der ist wirklich hoch. Du kannst halt auch wirklich über Das alles drüber stimmt. fahren. Wobei man sagen muss, da punktet der Tiguan, ja, der ist noch ein bisschen höher. Aber werden wir sehen, ob das den großen Unterschied macht. Ja. So, und wie wir es auch bei Mercedes getestet haben, machen wir auch hier wieder Offroad. Also wir haben hier einen kleinen Feldweg zumindest. Und was ganz cool ist, was der GLC nicht hat, hier machen die schon auf Ernst, wir haben hier einen Offroad-Modus. Siehst du hier, Dreck Ja. ist immer Offroad. Das heißt, der muss jetzt richtig gut im Offroad gehen. Ja, bin dann gespannt. drück mal aufs Gas. Ja, also du bist ja schon sehr schnell durchgefahren. Du warst hier so bei dem Tempo. Aber es ist auch, also wie beim Mercedes, du kannst Ja. man kann mutig sein. Man kann auch mal Gas geben, so. Stimmt. Das geht schon. Wie findest die Federung finde ich ist auch nicht schlecht. Ja, Also voll ist vergleichbar. Ich dachte, viel Total, ruckiger. ich auch. Ja, Dadurch, dass die So Sitze ja auch Schlagloch. härter sind und so, aber ja, voll. Wir haben eigentlich... Allrad. Ja, Das hatte der GLC auch, glaube ich. Ja. Ja, Automatik. Aber ja,
Ja, okay, also das ist ja kein richtiges Offroad, aber dafür, warte, guck mal, wir klettern jetzt hier mal so ein bisschen hoch. Ja, es geht schon. Also du kannst hier überall drüber, guck mal. Also Ja. mit einem anderen Auto würde ich nicht so rüberfahren. Ja, das stimmt schon. Schon ganz geil. So, jetzt noch Wendekreistest. Wendekreis. Oh ja, ja, sehr ähnlich. Doch, sehr Doch, ähnlich. ähnlich, ja. Und dann wieder raus und... Ja, guck mal, also da... Ja, es geht schon echt Das ist gut. schon... Das macht Bock, also es macht auch richtig Spaß, so Offroad zu fahren. Ja, übel geil. So, jetzt noch ein Bremstest im Offroad. Ja, kommt auch zum Stillstand irgendwann. Aber auch hier im Innenraum vom Fahrgefühl total vergleichbar mit dem GLC. Also manchmal, okay, der GLC hat da mal was Besseres, dann der wieder was Besseres. Du hast hier das große Panoramadach Das ist und so. cool. Also die nehmen sich echt nicht viel und Das stimmt. ich könnte es mir nicht viel besser vorstellen. Also für mich auf jeden Fall auch 5 von 5 Sterne. Ja, Ganz klar. also da muss ich zustimmen. Ich finde vom Fahrgefühl her, also vor allem jetzt auch aus Beifahrersicht, sehr vergleichbar. Ja, voll. Kommen wir zur letzten Kategorie, dem Platzangebot. Und auf den ersten Blick, man sieht den Preisunterschied, das stimmt schon. Also schauen wir uns erstmal den GLC an. Da sieht man halt, die ganzen Chromelemente sehen schon sehr hochwertig aus. Auch hier der Chromgriff und man kann es sogar absperren. Das heißt, man kann Wertgegenstände hier im Kofferraum lassen. Die Abdeckplane sieht auch etwas nicer aus als bei dir, muss ich sagen. Das stimmt tatsächlich. Also wenn du hier, alles was du hier so siehst, ist halt alles nicht ganz so hochwertig wie beim GLC. Da wurde schon etwas mehr gespart. Aber Ilona, sag doch mal, wie viel Volumen hast du denn? Wie viel Liter? 505 und du? 615. Also Okay. da habe ich deutlich gewonnen. Also da hat er deutlich mehr Platz. Vor allem, wenn du hier, stell dir mal die 10.000 Euro vor. Dann stellst du dir mal einen Koffer vor. Und dann nimmst du die 10.000 Euro. Und die passen nochmal oben drauf, wenn wir hier einkaufen gehen. Also das ist schon sehr geil. Aber wenn wir jetzt mal umklappen. Du kannst gerne mal bei dir zeigen. Ja, ist ja schön und gut, dass deiner etwas größer ist, aber ich muss schon sagen, hier, das Umklappen funktioniert super easy und ist auch noch schön ebenerdig. Ich muss jetzt nicht irgendwie nachdrücken oder sonst was. Geht das bei dir auch so gut? Ja, nicht ganz so. Also ich muss immerhin nicht ganz nach vorne laufen, sondern ich habe auch hier meinen Seilzug. Aber mir ist halt eben noch sehr mechanisch alles. Und das ist, ist Ja, nicht also so... ganz ebenerdig ist das nicht. Das stimmt. Und ich habe 1655 Liter. Wie ist es bei dir? Okay, also ich habe 1600 Liter so. Das heißt, ist ziemlich ähnlich, da ja. sind sie ziemlich gleich auf. Wobei ich sagen muss, ich würde da trotzdem den Punkt dem Tiguan geben, weil ich meine, wie oft fährt man mit umgeklappter Rückbank? Das stimmt. Also da, eigentlich zählt das Kofferraumvolumen, das man so hat. da passt deutlich noch mehr rein. Und ein ganz cooles Feature. Man kann nämlich die ganzen Rückbank einmal so senkrecht aufstellen. Dann könntest du hier einfach die Kisten bis ganz ran schieben und hast nicht so ganz viel Platz, was so im letzten Dreieck so verloren geht. Und das ist nochmal so ein extra Feature, was auch der GLC nicht hat. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, durch den großen Kofferraum bekommt der Tiguan 5 von 5 Sternen. Und ich muss sagen, da hat der Tiguan eindeutig gewonnen, daher nur 4 von 5 Sternen für den GLC. Meiner Meinung nach ist der VW Tiguan ein würdiger Konkurrent und eine Alternative zu den gebraucht bis zu 10.000 Euro teureren Mercedes GLC. Und in unserem Test konnte sich der Tiguan sogar durchsetzen und erzielte ein insgesamt besseres Ergebnis.